Der Kalender beeinflusst nicht nur das Alltagsleben jedes Individuums, sondern auch unsere Denkweise. Haben Sie sich schon mal einen anderen Kalender vorgestellt? Manche Menschen behaupten, dass der chinesische Kalender 13 Monate hat. Haben Sie recht? Manche Leute nennen diesen in Ostasien verbreiteten Kalender den chinesischen Kalender oder den Mondkalender. Sind diese Bezeichnungen korrekt? Und warum feiern über die Hälfte der Weltbevölkerung jährlich zweimal Neujahr? Wenn Sie dieses Video anschauen, werden Sie Antworten auf die oben genannten Fragen erhalten. Sie werden innerhalb von 10 Minuten einen Überblick von verschiedenen Kalendern gewinnen und darüber informiert, wie der in Ostasien verbreitete Kalender funktioniert. Der Ihnen gewohnte aus Ägypten stammende Kalender orientiert sich an dem Kreislauf der Erde um die Sonne, weshalb wir 356 oder 366 Tage jährlich haben. Der islamische Kalender basiert auf dem Kreislauf des Monds um die Erde, weshalb die Araber 29 oder 30 Tage im Monat haben. Außer Sonnen- und Mondkalender gibt es auch einige Kalender, in denen der Zyklus der Sonne und des Monds beide berücksichtigt werden. Diese werden Lunisolarkalender genannt. Der in diesem Video vorgestellte aus China stammende Kalender gehört dazu. Dieser Kalender heißt ursprünglich im Chinesischen Nongli, was der Kalender der Bauern bedeutet. Denn dieser Kalender wurde vor allem für die landwirtschaftliche Produktion in der historischen chinesischen Agrarzivilisation entworfen. Im Deutschen wird dieser Begriff daher teilweise wörtlich als Bauernkalender übertragen. Aber viel häufiger hören Sie die Bezeichnungen der chinesische Kalender, der Mondkalender und der Lunisolarkalender. Diese drei Bezeichnungen sind jedoch umstritten bzw. nicht präzise genug. Dieser Bauernkalender wird außer im chinesischen Kulturkreis auch in Korea und Vietnam bis heute verwendet. Wenn Sie beispielsweise einer vietnamesischen Freund ein frohes chinesisches Neujahr wünschen, wäre das gut gemeint, aber unpassend. Der Bauernkalender ist auch kein Mondkalender, sondern einer von mehreren Lunisolarkalendern. Neben den Bauernkalender gibt es ein paar anderen Lunisolarkalender wie den jüdischen und den tibetischen. In diesem ostasiatischen Kalender wird einerseits die Monatslänge nach der Mondphase definiert, andererseits wird der Erdumlauf analysiert und in 24 gleich lange Perioden geteilt. Das heißt, in dem 360 Grad Umlaufkreis entsprechen 15 Grad je einem Jieqi, zu Deutsch und Englisch Solarterm oder Solarterm. Aber wie können in einem Lunisolarkalender der Zyklus des Monds und der Sonne beide berücksichtigt werden, sodass man einerseits demselben Monatsdatum die gleiche Mondphase erleben, andererseits aber immer in derselben Jahreszeit bestimmte landwirtschaftliche Aufgaben erledigen kann? Schauen wir auf die Statistik. Falls sich die Monatslänge nach dem Zyklus orientiert, könnte es jährlich ca. 11 Tage weniger geben. Um diese Abweichung zu reduzieren, werden Schattenmonate angefügt. Das Grundprinzip: innerhalb von 19 Jahren muss es insgesamt 7 Schattenmonate geben. An dieser Stelle mache ich einen Statistikenvergleich der Abweichung von 19 Jahren nach dem Bauerkalender sowie dem internationalen Kalender. Sie sehen,
Die beiden Kalender erreichen beide eine relativ hohe Präzision. Aber Achtung, der 13. Monat im chinesischen Kalender gibt es nicht, sondern es kann in Schaltjahren zwei gleichnamigen Monaten innerhalb des Jahres geben. 2020 gibt es beispielsweise zweimal vierten Monat, 4月 genannt. Vorzug des internationalen Kalenders ist die festgelegte Länge des Jahres und des Monats. Im Gegenteil wird der chinesische Kalender für flexibler erstellt. Die Monatslänge wird zwischen 29 oder 30 Tagen nach der Mondphase definiert. Das heißt, die Astronomen erstellen den Kalender durch die Beobachtung der Himmelskörper und berechnen es so, dass es am ersten Tag des Monds Neumond und zum 15. Vollmond geben muss. Die Jahreslänge kann abweichend zwischen 354 Tage bis 384 Tage liegen. Den internationalen Kalender kann fast jeder durch Auswendiglernen beherrschen. Hingegen arbeiten bis heute Astronomen an Entwurf, Änderung und Publikation des Bauernkalenders für die kommenden Jahre. Wie erwähnt, hat dieser aus China stammende Kalender mehrere Varianten. Außer der chinesischen Varianten im chinesischen Kulturkreis gibt es auch die koreanische, vietnamesische und die abgeschaffte japanische Variante. Trotz desselben Stamms und der gleichen Regeln kann dieser Kalender in den 4 verschiedenen Nationen in einigen Fällen Abweichungen von einem Tag haben. Denn der Kalender wird in den Ländern von verschiedenen Ministerinnen herausgegeben. Die unterschiedlichen Ergebnisse der astronomischen Beobachtungen und Rechnungen können kleine Unterschiede verursachen. Heutzutage werden in den meisten Regionen Ostasiens zwei Kalender parallel gebraucht. Der internationale Kalender für allgemeine Zeitpläne und der traditionelle Kalender für spezielle Zwecke. Die wichtigste Anwendung des traditionellen liegt in der Branche der landwirtschaftlichen Produktionen. Die ostasiatischen Bauern planen seit 1000 Jahren ihre Arbeit anhand der 24 Solartherme. Auf diesem Kalender basieren auch die wichtigsten traditionellen Festen. Insbesondere wichtig ist das Neujahr für die Ostasiaten, auch Frühlingsfest genannt. Große Teile der Chinesen feiern ihren Geburtstag auch nach dem Bauernkalender. Unter den älteren Leuten und in einigen chinesischen Regionen ist die Geburtstagsfeier nach dem Bauernkalender für beliebter. So gibt es viele Chinesen, deren gefeierter Geburtstag mit dem angegebenen Geburtsdatum im Personalausweis nicht identisch ist. Die Geburtstage nach dem internationalen und traditionellen Kalender überschneiden sich alle 19 Jahre. Auch in der Astrologie findet das Prinzip Anwendung. Für die wichtigen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Ladenöffnung etc. werden viele Chinesen versuchen, einen glücksversprechenden Tag nach dem traditionellen Kalender zu finden. Im Kalender wird ein Jahr aus der Kombination von Tiangan, Himmelsstamm und Dizhi, Erdzweige benannt. Die beiden sind zwei traditionelle Nummerierungssysteme der ostasiatischen Kulturen. Die Himmelsstämme beinhalten 10 Symbolen. Zu den Erdzweigen gehören 12 Symbolen und jedes Erdzweigsymbol ist mit einem Tier kombiniert. Ein Jahr des Kalenders wird aus Kombination von einem Himmelsstamm und einem Erdzweigsymbol benannt. Zum Beispiel, jetzt haben wir das Jahr Gengzi, ein Jahr der Harte. Und das kommende Jahr heißt Xinchou, ein Jahr der Büffel.
Sowohl der Himmelsstamm als auch die Erdzweige gehen jährlich weiter im Kreis. Mit diesem Kombinationsprinzip stehen die Jahresbezeichnungen in einem 60-jährigen Zyklus. Es ist der Grund, dass der 16. Geburtstag einer Chinesin besonders wichtig ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie das Video mögen, hinterlassen Sie bitte einmal Daumen hoch oder teilen Sie es mit Ihren Freunden. Ihre Unterstützung ist mir sehr wichtig.